Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Arsenal London möchte Vini Junior und sie wollen ihn nicht nur, sie sind bereit, alles was in ihrer Macht steht zu tun, um den Brasilianer zu überzeugen, nach London zu wechseln. Diese Information kommt von David Ornstein, einer Quelle, die sowohl mit dem englischen Fußball als auch mit Real Madrid sehr gut vernetzt ist. Was der letzte Stand der Dinge ist, erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Und viele Madridistas denken sich, ist ja logisch, Real Madrid steht kurz vor einer Verpflichtung von Yan Diomande. Auch da schauen wir uns die Quellen an, die das inzwischen sogar schon bestätigen. Und logischerweise haben diese beiden Transfers miteinander zu tun. Oder doch nicht? Denn ich sage euch, was ist der letzte Stand von Real Madrid und Vini Junior? Vielleicht haben diese Transfers ja doch nichts miteinander zu tun. Und dann kommen wir zu einem Thema, wo ich mir heute etwas Zeit nehmen würde, denn Romain Molina, einer der besten Investigationsjournalisten aus Frankreich, berichtet, dass es letzte Saison eine Revolte in der Kabine von Real Madrid gegen Arda Güler gab. Einige Spieler waren überhaupt nicht damit einverstanden, dass er für Xabi Alonso so ein wichtiger Spieler war, und das soll einer der Hauptgründe gewesen sein, warum Xabi Alonso Real Madrid verlassen musste. Was da los ist, meine Meinung zu diesem ganzen Thema und ja, noch eine kleine Überraschung, denn heute kann ich nur jedem von euch empfehlen, schaut euch dieses Video bis zum Ende an, denn ich habe etwas zu verschenken und dieses Geschenk wäre viele von euch eine Riesenfreude. Also, viel Spaß beim Video. Ja, und auch wenn wir gleich im Laufe des Videos zu einem sehr schwierigen Thema kommen, würde ich vorschlagen, lasst uns das Video mit einem freudigen Thema für den Madridismo starten. Und in diesem Fall geht es um das Testspiel am 1.8. gegen Florenz. Ihr wisst, Real Madrid spielt im Wörthersee-Stadion. Und für diejenigen, die nicht das Glück hatten, ein Ticket zu ergattern, weit weg wohnen oder was auch immer, macht euch keine Sorgen. Real Madrid hat es offiziell gemacht. Das gesamte Spiel Florenz gegen Real Madrid wird auf Real Madrid TV gratis übertragen. In diesem Fall nicht nur die ersten 20 Minuten, keine Sorge, ihr könnt das gesamte Vorbereitungsspiel gegen Florenz auf Real Madrid TV schauen. Mit Sicherheit werde ich wahrscheinlich auch ein Live-Watch-Along machen. Ich freue mich drauf. Ja, wenn ihr das sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, kommen wir dann zu einem anderen Thema, was für mich auch eine tolle Information wäre, aber das steht noch nicht zu 100% fest. Aber es wird aus Spanien behauptet von Ben Jacobs, dass die offizielle Vorstellung von Denzel Dumfries bereits jetzt am Dienstag im Santiago Bernabéu stattfindet. Wenn das der Fall sein sollte, werde ich schauen, ob ich das vielleicht auch ein Live-Watch-Along mit euch machen kann. Ihr wisst, ich genieße die Vorstellung der Spieler von Real Madrid. Denzel Dumfries, ein Spieler, auf den ich mich ehrlich gesagt ganz besonders freue. Ja, wie dem auch sei, das steht noch nicht zu 100% fest. Wenn es 100% feststeht, erfahrt ihr es bei mir auch zuerst. Ja, und kommen wir jetzt zur überraschenden Saga der letzten Tage, Yan Diomande. Und da hat Fabrizio Romano mitten in der Nacht heute ein Update gebracht und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Übersetzung, denn immer wenn ich ins Übersetzungsprogramm geschrieben habe, dass der gute Junge Diomande heißt, hat das Übersetzungsprogramm trotzdem immer mal Mondi rausgekommen. Ich kann da nichts für. Mich persönlich regt so etwas riesig auf. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem halbwegs ertragen. Er wird die ganze Zeit Mondi sagen, aber gemeint ist Diomande. Hören wir uns den letzten Stand an von Fabrizio Romano. Wie sieht der aktuelle Stand in dieser Nacht aus? In der Nacht von Samstagabend auf den heutigen Sonntag. Was am Samstag genau passiert ist, Leute, Real Madrid konnte sich nun mit Leo Mendy auf alle persönlichen Bedingungen einigen. Nachdem Real Madrid mit einer geheimen Mission in Deutschland war, ich habe euch in den letzten Tagen davon erzählt, hatten sie die Gelegenheit, sich auch mit Leuten aus dem Umfeld von Leo Mendy zu treffen, den gleichen Beratern wie Vinicius Junior. Real Madrid hat eine Einigung über die Vertragsbedingungen erzielt. Gehalt, Vertragslaufzeit, 5 Jahre bis 2031 und auch die Details zum Gehalt. Alles ist zwischen ihm, Leo Mendy und Real Madrid geregelt. Vergesst nicht, dass Leo Mendy sich auch Mitte Juni mit Paris Saint-Germain auf Vertragsbedingungen geeinigt hat. Diese Geschichte wird in den nächsten Stunden zu einem Kampf werden und ich glaube nicht, dass es eine sehr lange Angelegenheit wird, die sich bis Ende August, bis zum Deadline Day hinzieht.
Ich denke, das wird eine Saga, die in den nächsten Tagen entschieden wird. Grünes Licht für Real Madrid, nachdem er bereits Paris Saint-Germain grünes Licht gegeben hatte. Jetzt kehrt Real Madrid sehr bald mit einem neuen Angebot an Red Bull Leipzig zurück. Es ist nur eine Frage von Stunden und Real Madrid wird ein neues offizielles Angebot für Leo Mendy abgeben. Also macht euch bereit, denn Real Madrid wird erneut bieten, nach den 90 Millionen Euro plus 10 Millionen an Boni abgelehnt wurden. Real Madrid wird über 100 Millionen Euro gehen. Paris Saint-Germain ist am Samstag völlig durchgedreht. Paris Saint-Germain will erneut für Leo Mendy angreifen und wieder in das Geschäft mit Red Bull Leipzig einsteigen. Ja, und ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich so etwas ärgert. Ich habe damit 2,5 Stunden heute verbracht. Naja, irgendwann wird die KI besser, aber wichtig ist ja eigentlich der Inhalt, nicht ob der Name falsch ausgesprochen oder überhaupt falsch ist. Im Endeffekt macht er klar, Real Madrid ist bereits ein weiteres Angebot zu machen in Höhe von über 100 Millionen Euro. Und Paris mischt sich jetzt mit Gewalt in diesen Deal ein. Paris ist sauer auf Real Madrid, dass Madrid so stark in den Poker sich eingemischt hat. Paris ist davon nicht ausgegangen. Trotz alledem ist Real Madrid auf der Pole Position. Laut dem Italiener ist kurz davor, ein weiteres Angebot zu machen. Und ein Ramon Álvarez de Mon geht sogar einen Schritt weiter. Er sagt, Real Madrid steht ganz kurz vor dem Abschluss. Die Transfersumme wird am Ende zwischen 120 und 130 Millionen Euro liegen. Auch ein Pepe Álvarez bestätigt, Real Madrid, der geht sogar noch einen Schritt weiter, hat Diomandé verpflichtet für 130 Millionen Euro. Also alle Quellen sind sich einig, der Transfer steht kurz vorm Abschluss. Bei einigen ist es bereits soweit passiert. Naja, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen, aber eins ist klar, Real Madrid hat nicht geblufft, Real Madrid ist all in gegangen bei Yan Diomandé. Und viele haben gesagt, ja, wenn Real Madrid Yan Diomandé holt, ist der einzige Grund dafür, dass Vini Junior Real Madrid verlassen soll. Ja, und ein bisschen passend dazu kam der Artikel von David Ornstein. Ich brauche euch den Artikel nicht komplett vorlesen. Ich zeige euch die Überschrift. Wenn ihr wollt, könnt ihr den in der New York Times lesen. Also auch ein prestigeträchtiges Informationsblatt, das muss man schon sagen. Und er macht klar, Arsenal London möchte all in gehen für Vini Junior. Sie sind der Meinung, das ist der Spieler, der sie endlich auf das Niveau bringen kann, die Champions League zu gewinnen. Und ich meine, Vini Junior, wenn der eins auf dem Fußballplatz gezeigt hat, ist, dass er einer Mannschaft helfen kann, die Champions League zu gewinnen. Er ist einer der gefährlichsten oder besser gesagt der wichtigste Champions League Spieler der letzten 5, 6, 7 Jahre. Ja, und Arsenal London möchte natürlich die Situation, die Vertragssituation von einem Vini Junior ausnutzen. Real Madrid seit über 1,5 Jahren kommen wir nicht auf einen grünen Nenner, auf eine Vertragsverlängerung und Arsenal möchte das jetzt attackieren. Sie sind halt der Meinung, Vini Junior ist der Spieler, der Schlüssel, der ihnen fehlt, um die Champions League zu gewinnen. Ja, und ich habe euch immer wieder das Gleiche gesagt. Mich wundert das nicht. Arsenal London wird nicht die einzige und wird nicht die letzte Mannschaft sein, die für Vini Junior anklopft. Es ist erst recht, wenn jetzt bald sein letztes Vertragsjahr anbricht und er eventuell nächstes Jahr sogar gratis gehen kann. Ich glaube, da werden Unsummen an Geld dem Brasilianer geboten. Ja, auf der anderen Seite steht Real Madrid natürlich mit dem Rücken zur Wand. Zurzeit ist die Oberhand in den Verhandlungen bei Rock Nation, der Berateragentur von dem Vini Junior, bei Vini Junior. Die haben bis jetzt jedes Vertragsangebot ausgesessen. Ja, und jetzt haben sie quasi alle Asse in der Hand. Und meiner Meinung nach ist die Antwort von Real Madrid mit Yan Diomandé auch quasi etwas, um auch eine Verhandlungswaffe in der Hand zu haben, wenn ihr mich fragt. Jetzt am Montag sollen endlich Vini Junior oder die Berater und Real Madrid sich wieder an einen Verhandlungstisch setzen. Und die Berater von Vini Junior haben natürlich jetzt auch das Ass Arsenal London in der Hinterhand und können sagen, hör mal Real Madrid, die bieten uns das hier, was könnt ihr uns bieten? Und Real Madrid säße bis jetzt am Verhandlungstisch mit runtergelassener Hose, ohne Argumente quasi, außer wir sind halt Real Madrid, wir können dir bieten, jedes Jahr um die Champions League zu spielen, wir sind der beste Verein der Welt etc. Aber jetzt könnte Real Madrid oder kann Real Madrid wahrscheinlich auch an den Verhandlungstisch und sagen, ja, wenn das so ist, wenn du unbedingt gehen willst, wir haben bereits den besten Flügelstürmer der Zukunft verpflichtet, so sehr trifft uns das auch nicht. Meiner Meinung nach ist das quasi ein taktisches Verhalten von beiden Seiten. Das mag auch einer der Gründe sein, warum Real Madrid jetzt so schnell, so aggressiv in den Diomandé-Deal eingestiegen ist, weil sie so schnell wie möglich auch ein Ass in der Hand haben wollen in den Verhandlungen um Vini Junior. Aber im Endeffekt,
Was ist eigentlich der Wille von beiden Parteien? Lesen wir uns mal durch, was der AS dazu geschrieben hat. Vinicius' Priorität ist die Verlängerung seines Vertrages mit Real Madrid. Die Ankunft von Diomandé, mit dem er denselben Berater hat, steht nicht im Zusammenhang mit seinem Abschied vom Verein. Im Gegenteil, er möchte bleiben und Real Madrid beabsichtigt ebenfalls, seinen Vertrag zu verlängern. Bei Real Madrid überschlagen sich die Ereignisse. Über Nacht wurde bekannt, dass der Verein die Verpflichtung von Diomandé, einem der Stars der letzten Weltmeisterschaft, fast abgeschlossen hat. Das entscheidende Detail, dass er denselben Berater wie Vinicius Federico Peña hat, befeuert die Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Brasilianers. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Laut AS ist Vinicius' oberste Priorität die Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Und auch Real Madrid möchte seinen Vertrag verlängern. Ja, das sind die Informationen vom AS. Und auch diese Informationen überraschen mich überhaupt nicht. Denn ganz ehrlich, ich sage es euch inzwischen seit 1,5 Jahren auf diesem Kanal, immer wenn Vini Junior mal vor einer Kamera stand, der ist da nicht so politisch korrekt wie ein Bellingham oder Mbappé, die sind ein bisschen medientrainierter als er, würde ich behaupten, denn ich schätze mal, seine Agenten raufen sich jedes Mal die Haare, wenn er vor ein Mikrofon geht, denn er sagt immer wieder das Gleiche: Ich möchte bei Real Madrid zur Legende werden, ich möchte mein Leben lang bei Real Madrid spielen, ich möchte, solange es geht, bei Real Madrid spielen. Der Junge ist Madridista, er möchte zu einer Legende des Madridismus werden und seine Intention ist es, bei Real Madrid zu bleiben. Im Endeffekt muss er selber entscheiden, wer da mehr Macht über seine Zukunft hat, seine Berater oder er selber. Aber Real Madrid hat immer schon bewiesen, die größten Spieler der Welt sind bei Real Madrid gekommen und gegangen. Und Real Madrid ist trotzdem immer weiter die beste Mannschaft der Welt gewesen. Ich glaube, wenn wir den Abgang von einem Cristiano Ronaldo überlebt haben, von einem Sergio Ramos, Modric, Kroos etc., obwohl bei den letzten beiden sind wir angeschlagen. Naja, wie dem auch sei, dann würden wir auch den Abgang von einem Vini Junior überleben. Aber ich möchte es mir gar nicht erst vorstellen. Ich sehe einen Vini Junior nicht bei einer anderen Mannschaft als Real Madrid. Und ich hoffe einfach, ja, es ist halt so, es ist ein Vertragspoker. Alle Parteien spielen ihre Karten aus. Und am Ende kann ich nur hoffen, dass Real Madrid auf einen grünen Nenner kommt. Denn meiner Meinung nach beweist Vini Junior seit Jahren in der Champions League, dass er der gefährlichste Fußballer der Welt ist. Ja, kommen wir jetzt zu dem wohl Hauptthema in diesem Video. Und ich erinnere euch alle dran, bleibt bis zum Ende dieses Videos dran, denn ich habe für euch ein unglaubliches Geschenk. Ja, wie dem auch sei, starten wir mit dem Thema. Wir haben im Laufe des letzten Jahres leider sehr häufig schon über die Kabine von Real Madrid reden müssen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Spieler keine Lust hatten auf einen Xabi Alonso, dass der Trainer, meiner Meinung nach der besten Trainer der nächsten 10 Jahre in der Welt des Fußballs, vergrault wurde von den Stars von Real Madrid. Die Namen, die bisher am bekanntesten waren der von Jude Bellingham, der von Vini Junior und der von Fede Valverde. Es gab auch etliche Beispiele, wo man das auf dem Platz gesehen hat. Ich erinnere immer wieder daran, wie ein Fede Valverde sich geweigert hat, gegen Khairat Almaty sich warm zu machen. Ich glaube, diese Szene haben wir oft genug durchgekaut auf diesem Kanal. Ja, und inzwischen hat Ramon Molina, und dieser Typ ist, was Investigativjournalismus angeht, wirklich sehr vertrauenswürdig. Also was der sagt, dem vertraue ich. Der steht auf einem Niveau fast wie ein Fabrizio Romano. Und der hat ein Interview geführt und er wurde gefragt, woran liegt das eigentlich, dass ein Xabi Alonso, dass die Kabine so sehr gegen ihn war. Wir dachten, er wäre zu strikt, es ging um Trainingsvideos, die Mannschaft hätte keinen Bock auf taktische Anweisungen, so hart zu trainieren etc. Ja, und Ramon Molina hat mit einem ganz anderen Argument oder ja, einer ganz anderen Theorie würde ich es nicht nennen, denn eine ganz andere Information hat er mich und den Madridismo verblüfft. Hören wir da zusammen einmal rein. Wer ist gegen Alonso? Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Endrick. Im Großen und Ganzen sind es vor allem die. Und warum genau? Das eigentliche Problem war Güler. Auch wirklich? Weil er Güler aufgestellt hat. Güler, Alonso stellt ihn direkt auf. Eigentlich wollten alle Güler absägen. Alle wollten Güler loswerden. Alle. Am Ende ist Güler fast der beste Spieler von Real dieses Jahr.
Und Güler ist ein großartiger Typ, weil man ihn nicht hört, gar nichts. Er ist, denke ich, auch einer der wenigen türkischen Spieler, die bei dieser Weltmeisterschaft dem Trikot Ehre gemacht haben. Also wollten sie alle Güler rauswerfen. Mbappé in der Spitze, Güler auf der 10, Vinicius links, Bellingham rechts. Es funktioniert sehr gut, wenn er Güler einsetzt. Alonso stellt ihn direkt auf. Und dann siehst du Rodrigo, der sagt, ja, ich bin eine Nummer 10. Das hat der Typ noch nie gesagt. Und die brasilianische Fraktion, eigentlich wollten alle Güler absägen. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe aus 2 Ausschnitten dieses Interviews das so ein bisschen zusammengeschnitten. Aber es gab eine Revolte gegen Arda Güler. Die Spieler waren unzufrieden damit, dass ein Xabi Alonso ihn gesetzt hat, dass er der Zehner von Real Madrid war. Und das Ganze, ja, aus verschiedenen Gründen. Bellingham wollte selber auf der 10 spielen. Als ein Bellingham dann auf rechts spielen sollte, war ein Fede Valverde wiederum nicht zufrieden, denn er hat es sich ja verdient, im Mittelfeld von Real Madrid zu spielen, hat man ja gehört bei der Pressekonferenz gegen Khairat Almaty. Und auf der anderen Seite ein Rodrigo, der Meinung ist, er müsste auf der 10 spielen. Und die brasilianische Fraktion, Endrick und Vini, stehen zu ihrem Landsmann Rodrigo. Und das ist der Grund, warum sie Arda Güler loswerden wollten. Sie wollten ihn weg aus der ersten Mannschaft. Und zwar nicht im Sinne von Real Madrid, sondern aus ihrem egozentrischen Verständnis von Real Madrid. Sie haben immer noch nicht verstanden, oder hatten es zumindest nicht verstanden, ich kann nur hoffen, dass ein José Mourinho das ändert, aber sie hatten nicht verstanden, dass Real Madrid größer und wichtiger ist als jeder Name. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt an die Aussagen von Serhat Pekcenci, sorry, ich spreche den Namen falsch aus, aber ihr wisst, wen ich meine, den Entdecker von Arda Güler denke. Vor einem halben Jahr hat er der ganzen Welt gesagt, Arda Güler wird in der Kabine von Real Madrid gemobbt, weil es zu viele Egos in der Kabine von Real Madrid gäbe. Dann ergibt 1 und 1 auf einmal 2. Das ergibt Sinn. Und ganz ehrlich, ich muss meine Schere heben, ich muss mich entschuldigen bei vielen von euch. Denn sehr, sehr viele von euch haben mir bei jedem einzelnen Watchalong oder nach den Spielen geschrieben, Mario, öffne bitte deine Augen. Schau doch hin. Arda steht komplett frei und er wird ignoriert. Und ich habe gesagt, ey Leute, das ist Spitzenfußball. Du hast eine Sekunde Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wenn da Arda Güler frei steht, bevor du den Ball verlierst, spielst du den doch ab. Aber ich bin ganz ehrlich, hier und da hatte man schon das Gefühl, oftmals ein Arda Güler läuft sich frei, ein Vini kann ihn links abspielen und er steht allein vom Tor, aber er geht nach rechts und schießt. Und man kann sich jede einzelne Situation immer wieder schönreden und denken, Vini ist ein Stürmer, der möchte ein Tor schießen. Bellingham sieht das Tor, möchte vollenden, was auch immer. Aber wenn man die Information von dem Roman Molina hat, wenn man eine Information hat von dem Serhat Pekcenci, es tut mir leid, dass ich ihn falsch ausspreche, und dann die Situationen vor Kopf nochmal sieht, ja, dann muss ich mich entschuldigen. Ihr hattet recht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Romain Molina diese Information nicht einfach blau erfindet. Ich bin auch der Überzeugung, warum sollte ein Pekcenci, der hat sogar seine Verbindung zu Arda Güler dafür quasi verloren, warum sollten die sowas erfinden? Ja, wie gesagt, dass die Kabine von Real Madrid ein Trümmerhaufen war im Laufe der letzten Saison, überrascht auch keinen von uns. Sonst hätte ich das für total abwegig gehalten. Aber diese Kabine hat bewiesen, dass sie ein Trümmerhaufen sind, dass sie gesplittet sind. Es gab eine Schlägerei und einer musste ins Krankenhaus mit einer Platzwunde. Diese Kabine war kaputt. Ja, und einer der Gründe war anscheinend Arda Güler, obwohl der am wenigsten dafür kann. Im Gegenteil. Romain Molina hat ja auch klar gemacht, der Junge ist ein lieber Junge, der möchte einfach nur Fußball spielen und er folgt für Real Madrid und deshalb tut es mir doppelt leid. Wenn er vielleicht einen anderen Charakter hätte und vielleicht der Presse oder sagen würde, ja, mein Entdecker hat recht, ich werde hier gemobbt, die wollen, dass ich nicht auf der 10 spiele, dann wäre vielleicht Madrid explodiert. Aber das wollte dieser Junge, dieses Blut, wollte Arda Güler nicht an seinen Händen haben. Und das ehrt ihn noch mehr. Und ich hoffe, ein José Mourinho hat diese Informationen und ich hoffe, ein José Mourinho räumt ein für alle Mal diese Kabine auf. Und wenn ein Diomandé kommt und dafür ein anderer gehen muss, dann ist das so. Ich möchte eine saubere, gesunde Kabine bei Real Madrid. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Aber ich habe in dem Video gesagt, bleibt bis zum Ende dran.
Ich habe ein Geschenk, ganz ehrlich, ich habe es schon seit einem Monat hier rumliegen, aber wegen der schlechten WM der Türkei wollte ich eigentlich das Ding für mich behalten, bin ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite, weil ich ein großer Arda Güler-Fan bin und auf der anderen Seite habe ich sehr viel Hass gegenüber Arda Güler gelesen, auch in den Kommentaren etc. Aber ja, ich muss jetzt weniger egoistisch sein. Ich habe einen Fehler gemacht und ich glaube, ja, der beste Weg, mich zu entschuldigen, ist auch ein Geschenk an die Community, die ich teilweise als Verschwörungstheoretiker abgestempelt habe und die jetzt sagen können, ich habe es ja doch gesagt, Mario. Ja, und mit der Hilfe von Dalux Design habe ich ein wunderschönes Prachtstück und ich bin froh, euch präsentieren zu können. Schaut euch dieses Emblem an. Ihr seht auch, wie groß es ungefähr ist. Es ist größer als mein Kopf. Schaut euch die Qualität an. Oh, jetzt habe ich das Mikro umgehauen. Stabil ohne Ende. Und das hier werde ich jetzt an meine Community verschenken. Was musst du tun, wenn du dieses Arda Güler Emblem bekommen möchtest? Ganz einfach. Folge mir bitte auf Instagram. Wenn du auf TikTok auch folgen willst, bin ich dir dankbar, aber das ist nicht verpflichtend. Ich habe heute ein Video zu diesem Thema Arda Güler gemacht. Lass einen Kommentar in diesem Video. Ich werde bei Instagram diesen Kommentarauswähler nehmen und derjenige, der da einen Kommentar gelassen hat, kann dieses Arda Güler Emblem gewinnen. Allerdings folgende Voraussetzungen. Du musst ein Follow da gelassen haben auf Instagram und du musst ein Follow logischerweise auf YouTube gelassen haben. Wenn du es auf TikTok lässt, wie gesagt, bin ich dir sehr dankbar. Das ist ein zweites Standbein, was ich mir aufbaue, was auch sehr gut kommt, bin ich ganz ehrlich. Aber wie dem auch sei, wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen willst, musst du mir nur auf YouTube folgen, auf Instagram folgen und auf dem Short, was ich heute über Arda Güler gemacht habe, genau über dieses Thema, einfach nur einen Kommentar lassen und schon bist du bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich übrigens, damit es auch fair ist, live während meines Watch-Alongs zwischen Real Madrid und Florenz, während des Live-Watch-Alongs werde ich diese Auslosung machen, damit ihr auch sehen könnt, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dann werdet ihr den Gewinner entweder während des Watch-Alongs oder auf meiner Instagram-Seite dann auch erfahren. Ich drücke euch allen die Daumen und möchte mich persönlich nochmal entschuldigen, ja, dafür, dass ich viele von euch nicht ernst genommen habe. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Was sagst du zu diesem Video? Was sagst du zu Vini Junior, Arsenal London, zu Diomande und vor allem, was sagst du, ja, meiner Meinung nach, zu diesem Skandal rund um Arda Güler? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, hype dieses Video, lass ein Follow da, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ja, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich mit einem freudigeren Thema. Also, bis dahin. ¡A la Madrid!